Seit 3 Jahren sind in Afghanistan also die Taliban wieder an der Macht. Seither ist das Land international isoliert. In vielen Bereichen gibt es auch Menschenrechtsverletzungen. Über die aktuelle Situation im Land spreche ich jetzt mit dem Journalisten und Autor Emran Feroz. Er ist mir zugeschaltet. Schönen guten Tag. Guten Tag. Herr Feroz, wir haben es eben gehört, seit 3 Jahren sind die Taliban wieder an der Macht. Und seit 3 Jahren heißt das auch, dass Afghanistan von der Weltöffentlichkeit quasi isoliert ist. Nun ist es aber auch so, dass es wieder diplomatische Beziehungen zu China, Russland oder auch dem Iran etwa gibt. Wie isoliert ist denn das Land wirklich und die Taliban-Regierung? Ja, auf jeden Fall ist die Isolierung nicht mehr so, wie es zu Zeiten des ersten Taliban-Regimes war. Da war sie wirklich deutlich stärker. Heute ist es so, wie Sie schon angesprochen haben, China, Russland, Iran, die haben eigentlich schon ganz schnell nach dem Abzug der NATO das diplomatische Vakuum eingenommen. Und das ist bis heute auch so zu beobachten. Hinzu kommt, dass andere regionale Staaten mittlerweile hinzu kommt, dass auch andere regionale Staaten, wie zum Beispiel Usbekistan, Kasachstan, aber natürlich auch Pakistan, schon lange ihre Kanäle zu den Taliban geöffnet haben. Und man sieht das auch an ganz interessanten Dingen. Und zwar muss man beobachten, wo die Taliban ihr diplomatisches Personal in den letzten 3 Jahren hingeschickt haben. Man bedenke, offiziell wurde die Taliban-Regierung bis zum heutigen Tage von keinem Staat der Welt wirklich anerkannt. Aber es gibt viele Botschaften und Konsulate, die mittlerweile von den Taliban übernommen worden sind. Und das ist nicht nur im Iran oder in Pakistan der Fall, sondern etwa auch in Russland oder auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Also man spricht immer von dieser Isolierung, aber sie ist gar nicht so da, wie viele meinen. Vom Westen ist Afghanistan isoliert. Das merkt man auch ganz stark daran, dass die humanitäre Hilfe für Afghanistan gekürzt wurde. Das World Food Program, das kann 10 Millionen Menschen nicht unterstützen, die es dringend bräuchten. Vor allem Frauen und Kinder sind da wieder betroffen. Setzt der Westen da an der falschen Stelle an? Müsste der Westen auch über eine weniger Isolierung nachdenken, wenn wir ihnen da auch zuhören, wohin sich die Pforten da gerade auch öffnen? Richtig, die größte Isolierung, die da ist weiterhin jene der US-Sanktionen, die seit dem Abzug der Amerikaner aus Afghanistan bestehen. Und die treffen in erster Linie die durchschnittliche Bevölkerung und meines Erachtens nach nicht die Taliban. Und das ist ein großes Problem. Es ist eben so, dass diese Dinge leider gezeigt haben, dass diese Art der Isolierung gar nichts bringt. Die Taliban werden nur noch extremer und noch radikaler. Viele dachten, dass sie zum Beispiel die Mädchenschulen wieder öffnen würden, Universitäten für Afghaninnen wieder öffnen würden, wenn man sie aus westlicher Sicht so stark isoliert. Aber wir sehen heute, dass seit über 1000 Tagen Afghaninnen nicht mehr in die Oberstufenschule dürfen. Aber die Isolierung hat nicht dazu geführt, dass sich das irgendwie ändert. Also ich denke, und so denken auch viele andere internationale Experten, dass diese Art der Isolierung und der Sanktionierung hier tatsächlich eher wenig bis gar nichts gebracht hat. Also glauben Sie dann im Umkehrschluss, dass es sinnvoll wäre, diplomatische Beziehungen vielleicht aufzunehmen zu den Taliban, um so auf sie einwirken zu können? Kann das überhaupt passieren vom Westen aus? Es ist natürlich ein sehr schwieriger Spagat, das ist ganz klar. Aber vor allem, wenn es um humanitäre Hilfe geht, denke ich, ist es notwendig. Es ist eine Realität, die da ist. Die Taliban sind gekommen, um zu bleiben. Und daran wird sich leider in absehbarer Zeit auch nicht viel ändern. Frauen und Mädchen leiden ja ganz besonders unter dem Taliban-Regime, sind quasi vom öffentlichen Leben ausradiert. Wie können wir uns denn einen klassischen Alltag einer Frau, eines Mädchens in Afghanistan vorstellen? In diesem Kontext wird oft der Begriff Gender Apartheid benutzt. Ich denke, das ist gerechtfertigt. Hier sehen wir wirklich eine Regression. Wir sehen, wie Frauen und Mädchen im Land tagtäglich entrechtet werden. Wie gesagt, es gibt Bildungsverbote, es gibt auch zahlreiche Arbeitsverbote, was dazu führt, dass, wenn Sie durch Kabul laufen, auf einmal viele Frauen sehen, die Schubkarren vor sich hinschieben oder betteln, weil es sonst einfach keine andere Möglichkeit gibt, die Familie zu ernähren. Und das ist etwas sehr Deprimierendes natürlich. Viele Schülerinnen und Studentinnen,
die einst eben nach ihrer Bildung gestrebt haben, sind zu Hause verbannt und die Anzahl der psychischen Erkrankungen ist in den letzten 3 Jahren massiv gestiegen. Es ist auch diese Hoffnungslosigkeit, diese Perspektivlosigkeit, die da ist und die den Alltag zermürbt. Es ist gleichzeitig auch so, dass sich aufgrund dieser Realitäten neue Programme für Afghaninnen entwickelt haben. Viele Frauen und Mädchen arbeiten und studieren von zu Hause. Aber wirtschaftlich steht das Land nicht besonders gut da. Sie haben die Probleme auch schon kurz angesprochen. Können es sich die Taliban überhaupt leisten, auf Dauer Frauen und Mädchen vom Arbeitsleben auch fernzuhalten, wenn man möchte, dass das Land wirtschaftlich wieder auf Kurs kommt? Nein, sie können es sich nicht leisten. Auch zum Beispiel im gesundheitlichen Bereich ist das ja eine Katastrophe. Auch die Taliban haben Ehefrauen, Mütter, Töchter, die müssen auch zu Ärztinnen. Und die Anzahl der Ärztinnen ist verschwindend gering in Afghanistan, auch die der Hebammen. Also das ist ein Dilemma, was sich auch innerhalb der Taliban zeigt und was auch für Unmut gesorgt hat. Es gibt auch hier, sage ich mal, politische Unstimmigkeiten zwischen der Taliban-Führung in Kandahar und jenen Taliban-Ministern und anderen Verantwortlichen in Kabul. Also hier gibt es auch eine Spannung, die da ist. Aber die Gruppierung hat gleichzeitig viel mehr Angst zu zerfallen und wirklich die Sorge, dass der interne Streit dann vielleicht zu einem internen Taliban-Krieg ausartet, die ist viel größer und deshalb denkt man da öfter daran, anstatt eben langfristig gesellschaftlich und an Frauen und Mädchen und Männer und die Burschen zu denken. Also wirklich, das ist so das Problem, was da ist. Und auf der anderen Seite ist es allerdings so, dass überraschenderweise den Taliban in vielen Bereichen wirtschaftlich etwas Positives auch gelungen ist. Viele dachten vor 3 Jahren, dass das Land komplett kollabieren würde. Das ist jetzt nicht der Fall. Also es funktioniert schon noch etwas. Die Taliban kassieren viele Steuern also viel Zolleinnahmen, viele Steuereinnahmen. Auch das ist natürlich, hat viele Schattenseiten. Zum Beispiel die Steuereinnahmen sind da, weil viele Steuern einfach in den letzten 3 Jahren auch in die Höhe getrieben wurden, was kleine Händler und so weiter wirklich in den Ruin getrieben hat. Also das ist da, aber eben ich möchte noch mal daran erinnern, an das, was ich vorhin gesagt habe. Aufgrund dieser regionalen Zusammenarbeit, die eben auf wirtschaftlicher Ebene immer mehr zunimmt und da ist, ist es dann doch so, dass der komplette Crash, sage ich mal, verhindert worden ist. Die Taliban, die gehen ja auch ganz stark gegen den Anbau und Verkauf von Drogen vor, nachdem die islamistischen Taliban eben 2022 auch den Anbau von Mohn verboten haben, ist die weltweite Opiumproduktion voriges Jahr um 74% eingebrochen, also fast um das 3/4. Jetzt sind wir natürlich gegen Drogen, das steht außer Frage, aber wie sehr reißt das denn auch ein Loch sozusagen in die Staatskassen? Was bedeutet das für die Bauern auch in Afghanistan? Ja, auch hier ist das Ganze ein zweischneidiges Schwert. Natürlich ist man gegen Drogen, auch hier ist man gegen Drogen, aber die Sache ist die, dass Alternativen für die Bauern geschaffen werden müssen und Strukturen für die Bauern. Und wenn die nicht da sind und man rigoros einfach alles niedermacht, dann reißt es eben ein Loch auf. Hinzu kommt, dass meines Erachtens nach, obwohl es diese zahlreichen Berichte gibt zur Abnahme des Drogenanbaus in Afghanistan, ist es keineswegs so, dass der komplett weggefallen ist. Also Sie müssen bedenken, der Opiumanbau findet immer noch statt und die Preise sind jetzt auf einmal viel höher aufgrund dieses Verbots. Und viele lokale Taliban-Kommandanten wissen auch, dass sie das so nicht überall durchsetzen können. Und auch innerhalb der Taliban gibt es Akteure, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten eher für Drogenanbau bekannt waren. Zum Beispiel ein ganz bekannter Herr, der als Hauptunterstützer der Taliban gilt und der lange in US-Haft war, der ist jetzt wieder da, seit 2 Jahren, ungefähr 1,5 Jahren. Und der ist bekannt als der Drogenbaron Afghanistans. Also ich bezweifle, dass er auf sein Business jetzt verzichtet aufgrund eines Taliban-Verbots. Hier gibt es auch einfach viele Informationen, meines Erachtens nach, die sehr vage sind, weil die Informationsbeschaffung im Land sehr problematisch geworden ist. Jetzt haben Sie vorhin eben auch gemeint, dass die psychischen Erkrankungen drastisch gestiegen sind. Jetzt wissen wir auch, dass psychische Erkrankungen Suchtmittelmissbrauch oft bedingen oder den zumindest auch fördern.
Wie sieht es denn da aus? Überschwemmt da jetzt vielleicht dann auch eine Opiumwelle die afghanische Bevölkerung? Vielleicht nicht direkt die Opiumwelle, aber also ich kenne viele Ärzte in Afghanistan, mit denen ich natürlich stets in Kontakt bin, und die sagen immer wieder, dass die Nachfrage nach Psychopharmaka, Antidepressiva und so weiter stark gestiegen sei. Natürlich ist das in einem Land, was seit über 40 Jahren von Krieg und Konflikt gebeutelt wird, keine Überraschung, aber hier sieht man wohl nochmal eine Zunahme bei jungen Menschen, und ich denke, das hat vor allem eben mit den jüngsten Repressalien zu tun und vor allem auch mit dieser Perspektivlosigkeit, was auch übrigens zugenommen hat und worüber wir überhaupt keine Zahlen haben, weil das alles von den Taliban zensiert wird, ist die Selbstmordrate. Gleichzeitig hat überraschenderweise auch, und da ist man sich eigentlich durchwegs einig, die Sicherheit zugenommen. Und das bringt den Taliban vor allem im ländlichen vorherrschenden Bereich ziemlich viel Zustimmung. Und da fragt man sich schon ein bisschen, wie kann es sein, dass diese islamistische Gruppierung für mehr Sicherheit sorgt, als quasi die NATO, die 20 Jahre lang dort war? Die Antwort darauf ist ganz einfach. In den letzten 20 Jahren wurde Krieg geführt. Diese beiden Parteien, die NATO, die afghanische Armee und die Taliban, haben sich gegenseitig bekämpft. Die Taliban haben viele Bombenattentate zu verantworten. In den Großstädten gab es tagtäglich Selbstmordangriffe und so weiter. Jetzt ist es so, dass die Armee der einen Seite zerfallen ist seit 3 Jahren, und jene, die die Bomben gelegt haben, die haben gar keinen Grund mehr, Bomben zu legen. Also, dass diese Art der Sicherheit so kommen wird, war vorhersehbar, weil einfach eine Seite den Krieg für sich gewonnen hat. Das bedeutet allerdings nicht, dass man von Sicherheit in einem positiven Kontext reden soll. Vor allem hierzulande hört man das oft, dass eben alles sicher sei und super und es passt ja. Man kann ja theoretisch jetzt auch vielleicht jeden hinschicken. Und so ist es nicht. Taliban sind mit dem Aufbau ihrer totalitären Diktatur beschäftigt. Es gibt zahlreiche Taliban-Checkpoints im gesamten Land. Es gibt massive Kontrolle. Es gibt eben all das, was eine Diktatur ausmacht. Und ich möchte hier einfach auch durchschnittliche Afghanen und Afghaninnen zitieren, die ich immer wieder damit konfrontiert habe, genau mit Ihrer Frage. Hier ist ja alles sicher, und das wird ja oft auch von vielen zelebriert. Wie findet ihr das? Und dann heißt es eben oft, naja, wie ist es mit der Sicherheit unserer Kinder? Wie ist es mit der Sicherheit unserer Zukunft? Wie ist es mit der Sicherheit unserer Wirtschaft? Wie ist es, also politische Sicherheit, politische Unabhängigkeit? All diese Fragen werden von den Taliban nicht beantwortet. Und deshalb sind wir meines Erachtens nach nicht irgendwie in einer friedlichen Phase angelangt, sondern es ist nur eine neue Phase eines langjährigen Konflikts. Die Taliban, die sind ja auch nicht das erste Mal an der Macht. Das erste Mal waren sie von 1996 bis 2001 an der Macht. Was unterscheidet denn diese neue Generation Taliban jetzt von den alten? Und weil Sie es eben vorher auch schon angesprochen haben, dass es intern auch Konflikte gibt, besteht da vielleicht auch irgendwie die Hoffnung, dass es in den nächsten Jahren ein bisschen progressiver und offener auch wird, das ganze Regime? Ja, dieselbe Frage wurde mir oftmals auch vor 3 Jahren gestellt, als die Taliban zurückgekehrt sind. Und da habe ich mich bewusst zurückgehalten. Das hat sich leider bestätigt. Der Grund, wir sehen, dass seit über 1000 Tagen, wie bereits erwähnt, Afghaninnen keine Schulen mehr, Oberstufenschulen mehr besuchen dürfen. Seit Ende 2022 gibt es ein Universitätsverbot. In diesen Dingen haben sich die Taliban keineswegs geändert. Die Veränderung, die es gibt, die ist zu beobachten, weil sich jeder politische Akteur, jeder Mensch, jedes Individuum innerhalb von 20 Jahren irgendwie verändern kann. Und also das ist Fakt, das passiert aufgrund von Digitalisierung, von Bildung und so weiter. Und es gibt zum Beispiel den politischen Flügel der Taliban, die jetzt auch in den letzten Jahren mit den Amerikanern in Rathaus verhandelt haben. Da wurde eben dieser Abzugsdeal ausgehandelt. Und diese Leute sind jetzt auch in den Ministerien in Kabul anzutreffen. Da würde ich sagen, ja, das sind vielleicht tatsächlich progressivere Taliban als die von 1996. Einfach auch, weil sie säkularer geworden sind, weil sie weltliche Bildung genossen haben und so weiter und so fort, weil sie Netflix-Serien konsumieren, weil sie das Internet haben. Also das gibt's alles. Aber es gibt halt gleichzeitig auch eine Diskrepanz, vor allem die Führung in Kandahar. Das sind immer noch die alten Garden, und auch also die jungen Leute der alten Garden sind dementsprechend indoktriniert worden, dass man eben an diese Weltanschauung festhalten muss. Und es gibt natürlich hier, ja, wie ich vorhin auch gesagt habe, eine Art politischen Konflikt und anscheinend hinter den Vorhängen viele Diskussionen, dass die progressiveren Taliban, sage ich mal, immer unzufriedener werden mit den Hardlinern.
Aber in diesen 3 Jahren haben sich diese Menschen nicht durchsetzen können. Ob das in den nächsten 3 oder 4 oder 5 Jahren passiert, wage ich auch zu bezweifeln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass selbst wenn der oberste Taliban-Führer Haibatullah Akhundzada, der für viele dieser Dinge, für diese radikale Weltanschauung bekannt ist, selbst wenn er stirbt, kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendein progressiverer Mensch plötzlich sein Nachfolger wird. Ganz, ganz kurz zum Abschluss noch. Glauben Sie, dass die Taliban dann aber intern einen Krieg beginnen werden, also dass es quasi Bürgerkrieg geben wird? Aktuell spricht eher wenig dafür. Die Einheit ist da, sie ist fest, vielleicht bröckelt sie hier und da. Die größte Gefahr, mit der die Taliban weiterhin rechnen, ist die afghanische IS-Zelle. IS-Terroristen suchen Afghanistan weiterhin heim. Und hier gibt es also die Taliban und IS haben denselben Machtanspruch. Es gibt aber eben auch ideologische Unterschiede. Die IS wollen ein globales Kalifat. Die Taliban sind mit ihrem Emirat in Afghanistan zufrieden. Und dieser Clash könnte sich natürlich ausweiten, vor allem wenn man die Situation in anderen zentralasiatischen Staaten betrachtet. Der IS hat in der Vergangenheit davon profitiert, unzufriedene junge Taliban-Kämpfer zu rekrutieren. Das kann ganz schnell wieder geschehen, weil viele dieser jungen Kämpfer eben auch unterbezahlt sind und ideologisch nicht zufrieden sind mit vielen Dingen, die da passieren. Afghanistan ist und bleibt also ein Brandherd. Damit sage ich vielen Dank an Emran Feroz für die Zeit und die Expertise. Danke Ihnen.